Der Frühling kommt und du planst deine Terrasse bei dir zu Hause, weißt aber gar nicht so richtig, ja, welches Material ist jetzt das Richtige. Gar kein Problem. Wir haben dir dieses Video zusammengestellt, wo wir auf alle Vor- und Nachteile unserer Produkte eingehen, damit du nachher das optimale Material für dich als Terrasse hast. Viel Spaß. Fangen wir erstmal an mit der Holzterrasse. Bei der Holzterrasse stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja, welches Holz soll ich überhaupt nehmen? Man hat da meistens die Auswahl zwischen Kieferholz, also Nadelholz oder Douglasie, geht dann rüber zum Tropenholz, das sind schon ein bisschen härtere Hölzer. Und da ist es eigentlich schon sehr wichtig, dass man auf die Dauerhaftigkeitsklasse achtet. Die reicht von 1 bis 4. 4 ist also, ich sag mal, das Schlechtere von den 4 Klassen. Da wird auch mehr so die Kiefer, die Fichte einsortiert. Da spricht man von einer Haltbarkeit von 5 bis 10 Jahren ungefähr. Das geht dann immer weiter nach oben. 1 ist natürlich das Beste. Da haben wir zum Beispiel, so wie hier auch, wurde hier eine IP verbaut und hat die Dauerhaftigkeitsklasse 1. Das rechnet man so mit 20 bis 25 Jahren. Kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wie pflege ich meine Terrasse, wie gehe ich damit um. Aber das sind so schon mal so Anhaltspunkte, wo ihr bei der Auswahl eurer Terrasse schauen könnt, wie haltbar wird dieses Holz oder diese Terrassendiele eingeschätzt. Das nächste, was ihr wissen müsst, ist, dass zum Beispiel eine Kiefer mehr zu den Weichhölzern gehört und IP zum Beispiel ein Tropenholz ist und zu den Harthölzern gehört. Bei den Harthölzern ist das natürlich praktisch, weil es nicht so stark arbeitet. Normalerweise ein Holz quillt auf, durch Feuchtigkeit geht es auseinander, bei Trockenheit zieht es sich wieder zusammen, es arbeitet also. Da sind weiche Hölzer ein bisschen stärker am Arbeiten, was natürlich auch dazu führen kann, dass es schüsseln kann, relativ schnell schüsseln kann. Man hat dann immer so eine kleinen Schiffchen, sage ich mal, als Terrassendiele, aber auch, dass durch das Arbeiten Risse entstehen können oder eventuell sogar auch mal Schrauben abreißen, womit man die Terrassendiele befestigt hat. Da muss man so ein bisschen schauen, auch wie die Lage der Terrasse ist, das muss man sich selbst gut überlegen. Empfehlung ist natürlich immer auf ein Holz zu gehen, was ziemlich hart ist, weil es dadurch länger hält und auch nicht so stark arbeitet. Hier ist es auch so, dass man sich dazu entschieden hat, die Terrasse grau werden zu lassen. In einem Holz ist Lignin enthalten und Lignin geht langsam mit der UV-Strahlung raus und es kommt dieser graue Schleier, diese Patina zum Vorschein. Und das hat nichts mit der Haltbarkeit zu tun. Die Terrasse ist trotzdem immer noch robust, fest und haltbar. Aber die Optik leidet natürlich darunter. Aber manche finden es auch wiederum schön. Das müsst ihr sehen, wie ihr das für euch handhaben wollt. Gefällt euch dieser Grauschleier, dann macht einfach gar nichts mit der Terrasse, sondern lasst sie langsam grau werden. Wer das nicht mag, der sollte sich darauf einstellen, dass er bei einer Holzterrasse ungefähr 1- bis 2-mal im Jahr das immer nachölen sollte, damit die Farbe auch erhalten bleibt. Mit der Pflege von einer Holzterrasse ist es schon ein bisschen aufwendiger. Erstmal, wie gesagt, muss ich 1- bis 2-mal im Jahr ölen, wenn ich die Farbe erhalten will. Und wenn sich Grünspan auf der Oberfläche ansammelt, sollte ich es auch möglichst immer entfernen. Hier hat man das so gehandhabt, dass man 1- bis 2-mal im Jahr die Terrasse abgebürstet hat mit klarem Wasser, dass man sie gereinigt hat, aber man hat sie nicht geölt. Sie ist jetzt hier um die 5 Jahre ungefähr drauf. Jetzt ist hier eine Überdachung, die war vorher auch noch nicht. Das heißt, sie war wirklich unter freiem Himmel, immer größte Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter ausgesetzt. Und wenn man hier drauf steht, sich die anguckt, die ist immer noch extrem stabil. Ich denke, das sagt schon einiges aus, wenn ich hier drauf rumlaufen kann. Hier knarrt nichts, hier sind keine Risse drin, hier schüsseln keine Dielen. Wenn man sich die Dielen anguckt, manchmal an so einer geraden Kante, sieht man das immer sehr schön, ob da wirklich so eine große Schüsselung ist. Und das sieht hier wirklich top aus. Ja, zum Thema Reinigung, es ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich würde auch euch generell empfehlen, nehmt keinen Hochdruckreiniger. Wenn überhaupt, nur aus sehr weiter Entfernung, weil sonst der harte Druck des Hochdruckreinigers das Holz auswaschen kann. Es ist noch anfälliger gegen Pilze, gegen Schmutz, ne, gegen Dreck. Es geht schneller kaputt. Also Hochdruckreiniger lasst bitte weg. Wenn ihr eure Holzterrasse reinigen möchtet, klar Wasser. Wir haben bei uns im Shop auch gewisse Reiniger, die extra für Holzterrassen geeinigt sind. Schaut da gerne mal nach. So kriegt man die Terrasse wieder richtig schön sauber und einfach nur mit einer Wurzelbürste zum Beispiel das vernünftig abbürsten. Am Ende nochmal mit klarem Wasser nachspülen, dass es wirklich sauber ist, aber das ist dann kein Problem. Man sieht das auch hier so ein bisschen, gerade sie kommt ja jetzt aus dem Winter. Wir haben, Jones, was haben wir? April? Ende März. Wir haben Ende März und die Terrasse erwacht eigentlich quasi gerade aus ihrem Winterschlaf. Und jetzt wird es hier bald wieder dabei gehen, dass man das einmal runterräumt,
die Terrasse einmal richtig schön sauber macht. Und gerade für den Bereich hier, wo auch so ein bisschen Grünspan dann ist, hilft ein Reiniger natürlich sehr, sehr gut. Ne? Ein besonders guter Vorteil ist halt auch, dass eine Holzterrasse sich auch bei sehr starker Sonneneinstrahlung gar nicht so wirklich aufheizt. Das heißt, ich kann hier immer noch barfuß drüber laufen und verbrenne mir nicht die Füße. Zum Thema Befestigung muss man sich vielleicht auch ein paar Gedanken machen. Hier wurde jetzt eine unsichtbare Verschraubung gewählt. Das heißt, es sind spezielle Clips unter der Diele befestigt, die nachher ineinander geschoben werden. Ist ganz praktisch, auch gerade bei IP ist das auch sehr praktisch, weil es wenig arbeitet. Deswegen kann man das da wunderbar machen. Und man muss auch immer bedenken, immer wenn ich hier ein Schraubenloch habe, immer 2 Schrauben pro Diele. Erstmal sieht es natürlich nicht so schön aus. Und ich habe aber auch wieder eine Öffnung, wo Wasser eindringen kann. Man hat dann noch so einen schwarzen Rand schön um die Schraube, damit es auch richtig gut auffällt. Das muss man sich überlegen, was man da möchte. Bei einem Hartholz kann man diese verdeckte Schraubung problemlos machen, gar kein Thema. Wenn es darum geht, dass ich hier eine Kiefer liegen habe zum Beispiel, die schon mehr arbeitet, dann muss man sich das ein bisschen überlegen. Da wäre vielleicht so eine Verschraubung von oben besser, weil sie einfach fester und stärker ist. Ne? Weil das Holz mehr arbeitet, müssen dann mehr Kräfte gehalten werden und da ist manchmal eine Verschraubung von oben schon sinnvoller. Ja, ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass man natürlich bei der Holzterrasse sie abschleifen kann. Das heißt, wenn ich mal große Kratzer habe, wenn ich irgendwelche Schleifspuren habe, Beschädigung oder ähnliches, habe ich hier immer die Möglichkeit, sie abzuschleifen. Erstmal kommt die Farbe ein bisschen wieder. Das liegt aber auch noch ein bisschen daran, wie tief ist jetzt wirklich schon das Lignin entfernt, sag ich mal, wie tief ist das Grau schon ins Holz eingezogen. Da muss man ein bisschen schauen. Aber auf jeden Fall kann man die Oberfläche wieder richtig schön sauber kriegen und natürlich auch nochmal nachölen, wenn man möchte. Aber ein Vorteil, ich kann sie reparieren. Das geht dann bei anderen Materialien eher weniger. Ja, das waren so erstmal die wichtigsten Dinge zur Holzterrasse und wir werden jetzt mal rüberspringen zur WPC-Terrasse. Das derzeit beliebteste Material, was wir bei uns gerade haben, ist die WPC-Diele. Was hat man hier gemacht? Hier ist es ein Gemisch von Holz und Kunststoff zusammen, Holzfasern und Kunststoff. Man hat daraus eine Terrassendiele geformt. Hier ist ein großer Vorteil, dass Feuchtigkeit gar nicht so das große Problem ist. Sie arbeitet aber ein bisschen anders als eine Holzdiele. Eine Holzdiele reagiert ja auf Feuchtigkeit. Das heißt, bei Feuchtigkeit dehnt sie sich aus und bei Trockenheit zieht sie sich zusammen. Bei einem WPC-Material ist halt Kunststoff mit enthalten und das reagiert dann wiederum auf Temperatur. Das heißt, gerade im Sommer kann die sich sehr stark ausdehnen und im Winter zieht sie sich zusammen. Das Problem ist dabei so ein bisschen, wenn man zum Beispiel eine Terrassendiele oder eine WPC-Diele verschrauben würde, können manchmal die Schrauben da abreißen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man hier möglichst wirklich nur mit Clips arbeitet. Ein sehr großer Vorteil bei WPC ist die Pflegeleichtigkeit. Hier muss ich nicht 1- bis 2-mal im Jahr die Terrassendiele nochmal nachölen oder besonders aufpassen bei Grünspan. Grünspan kann sich zwar auf der Oberfläche absetzen, okay, aber ich kann es ganz einfach reinigen. Das heißt, auch hier bei der WPC-Terrasse gehe ich entweder mit einer Bürstenmaschine dabei und mache sie mit klarem Wasser und eventuell ein bisschen Reiniger sauber. Hochdruckreiniger wäre ich vorsichtig, weil durch den harten Strahl die Holzfasern und die Poren freigespült werden können. Was auch ein ganz großer Vorteil ist und deswegen entscheiden sich Familien immer wieder für WPC ist die splitterfreie Oberfläche. Das heißt, bei einem Hartholz weniger, aber bei einer Douglasie oder bei einer Kiefer oder bei einer Fichte, da kann es schon sein, dass ich Splitter habe. Das habe ich bei einem WPC-Material gar nicht. Das ist ein sehr glatter Belag. Nachteil ein kleines bisschen, ich habe nicht so diese Holzoptik. Man versucht schon immer so ein bisschen, gerade auch bei einer Coax-ummantelten Diele, das nochmal so ein bisschen die Holzoptik rauszuholen. Das zeigen wir euch gleich. Aber bei einer ganz normalen WPC-Diele, da ist es mit der Holzoptik schwierig. Da hat man dann meistens, so wie hier jetzt auch, zum Beispiel diese bekannte Rillenform oder auch einfach eine glatte Oberfläche. Wo man so ein bisschen drauf achten muss, ist, wenn man zum Beispiel die Terrasse auf einer oder direkt auf der Sonnenseite hat und die Sonne wirklich stark rauf scheint, dann können WPC-Dielen schon sehr warm werden. Manche Kunden von uns, die stört das überhaupt nicht. Die laufen da barfuß drüber. Andere sind der Meinung, sie müssen unbedingt irgendwelche Flipflops tragen, sonst halten sie es nicht aus. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Empfindungssache. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Dafür haben wir ja aber auch unseren Musterservice.
bestellt euch einfach mal bei uns Muster von den verschiedenen Materialien, die wir haben als Terrassendiele, legt die in die Sonne, guckt selber und dann entscheidet danach. Was für eine WPC-Terrasse spricht, ist zum Beispiel diese hier, weil die ist jetzt schon einige Jahre, ich meine um die 8 Jahre ist die hier alt. Und wenn man sich die Terrasse anguckt, die sieht immer noch tipptopp aus. Auch hier ist es so, dass die gerade wie die anderen, die wir euch nachher zeigen, ist es auch so, dass die gerade so ein bisschen aus dem Winterschlaf kommt. Das heißt, man wird hier jetzt dann im Frühjahr beigehen, das einmal abräumen und einmal vernünftig sauber machen. Auch hier vorne sieht man ganz gut, dass da so ein bisschen grünsparend ist und so, aber das macht dem Material überhaupt nichts. Da geht man nachher mit dem Reiniger bei, mit frischem Wasser, bürstet das einmal ab und es sieht wieder aus wie neu. Und auch hier keine Art Flecken, kein gar nichts. Die sieht wirklich noch richtig top aus. Man hat bei WPC auch keine Schüsselungen, wie man das manchmal bei manchen Massivhölzern hat. Hier ist die Diele wirklich richtig schön gerade. Was man hier jetzt nicht so richtig hat, ist natürlich dieser natürliche Charakter. Wenn man sagt, ich möchte etwas Natürliches, ich möchte die Holzoptik, das ist mir ganz wichtig, dann geht lieber zu einer Massivholzterrasse. Das ist dann für euch besser geeignet. Wer aber sagt, nein, ich möchte es lieber pflegeleichter haben, ich lege nicht so viel Wert auf eine Holzoptik zum Beispiel, für den ist WPC perfekt geeignet. Bei WPC generell unterscheiden wir nochmal erstmal zwischen WPC Massiv und WPC Coax ummantelt. Auf die Coax ummantelte Variante gehen wir gleich nochmal ein, aber unter dem normalen WPC gibt es auch nochmal wieder eine kleine Unterscheidung. Denn man hat einmal eine Massivdiele und einmal eine Hohlkammerdiele. Hohlkammer ist natürlich ganz praktisch, weil das Material nicht so schwer ist. Wenn ich also mir meinen Balkon zum Beispiel belegen möchte, dann ist eine Hohlkammerdiele wunderbar. Da habe ich nicht so viel Gewicht. Man muss aber bei der Hohlkammerdiele immer aufpassen, dass man mit einem leichten Gefälle arbeitet, damit sich in der Hohlkammer selber keine Feuchtigkeit oder Ähnliches bilden kann. Praktisch ist auch, wenn man die Köpfe vorne so ein bisschen mit einem Gitter oder mit einer Kappe zumacht, dass keine Insekten reinlaufen können oder sich irgendwas anderes annistet, was auch immer da denn in diese Hohlkammer passt. Da muss man so ein bisschen schauen. Besser bedient werdet ihr eigentlich immer mit einer Massivholzdiele. Die ist halt komplett massiv WPC, ist bruchfest, ist wesentlich schwerer auch, aber auch dafür wesentlich stabiler. Da muss man so ein bisschen schauen. Da beraten wir euch aber auch gerne bei uns beim WhatsApp-Service. Nochmal ganz kurz zur Pflege. Ihr habt bei einer gebürsteten WPC-Terrasse auch die Möglichkeit, das nochmal nachzuölen. Das heißt, es gibt ein spezielles WPC-Öl, haben wir auch bei uns im Shop. Das macht man, nachdem man die schön grundgereinigt hat, trägt man dieses WPC-Öl auf. Muss man nicht machen, aber es hilft halt, weil es nochmal die Farbe so wieder ein bisschen hervorholt. Gerade bei so bräunlichen Tönen oder helleren Tönen wirkt das sehr gut. Ein ganz kleiner Hinweis noch, wenn ihr überlegt, WPC um euren Pool zu bauen. Generell, das Material kann das alles ab. Schwierig wird es bei Chlor, weil Chlor manchmal Flecken verursacht. Auch wenn die Flecken dem Material nichts anhaben können, da passiert eigentlich nichts in der Regel, aber manchmal können die Flecken in die gebürstete Oberfläche so einziehen, dass ihr sie nicht wieder wegbekommt. Da passt ein bisschen auf, da würde ich dann eher doch lieber zu raten, geht zu unserem größeren Bruder, die Coax-Diele, die gucken wir uns gleich an, da habt ihr das Problem nicht. Ja, wann ist jetzt für dich WPC eigentlich richtig? Ich würde sagen, wenn du nicht so viel Lust auf Pflege hast, wenn dir die Natürlichkeit und die Holzoptik da gar nicht so wichtig ist, sondern du es pflegeleicht möchtest und auch familienfreundlich möchtest, dann würde ich sagen, greif ruhig zur WPC-Diele, denn dafür ist sie perfekt. Ja, das war es eigentlich soweit zur normalen WPC-Terrasse, Massiv- oder Hohlkammer. Wir schwenken jetzt mal eben rüber zum großen Bruder der WPC-Diele mit Coax-Ummantelung. Ja, der große Bruder von der WPC-Terrasse theoretisch ist nochmal die Coax-ummantelte Variante. Was bedeutet das? Ich habe auch meine ganz normale WPC-Diele, aber diese Diele hat nochmal einen kompletten extra Mantel aus 100% Kunststoff. Was ist da jetzt der Vorteil? Der Vorteil ist einmal, dass diese Ummantelung wesentlich UV-resistenter ist als normales WPC und ich habe auch viel mehr Schutz gegen Feuchtigkeit, gegen Frost oder auch gegen Pilze, Pilzbefall und Insekten und sowas von oben. Ich habe hier also in dieser Kunststoffschicht keine Holzfasern oder ähnliches mehr. Das ist wirklich 100% Kunststoff. Ist natürlich wiederum auch gut, dass sich das sehr gut
reinigen kann. Auch hier ist es so, durch die ganzen Büsche, die Bäume im Hintergrund, setzt sich immer so ein bisschen Grünspan an, gerade hier im Eingangsbereich von der Überdachung. Man sieht das hier vorne auf dem Fußboden, dass das da schon recht grünlich ist aber für diese Corex-Ummantelung überhaupt kein Problem. Das heißt, erstmal kann ich mit dem Hochdruckreiniger beigehen, ich kann die reinigen, weil das Kunststoff da keinen Schaden nimmt. Trotzdem natürlich in einem moderaten Abstand von 30 cm nicht näher rangehen, aber ansonsten für Hochdruckreiniger kein Problem. Und hier braucht man auch nur mit Wasserreiniger die Terrasse reinigen. Hier ist es halt der große Vorteil, dass Grünspan dem Material überhaupt nichts ausmacht. Ne? Ja, wenn du also zu den Leuten gehörst, die eine möglichst pflegeleichte Terrasse haben wollen, die gar keine Lust haben, groß immer sauber zu machen und darauf zu achten, dass der Terrassendiele gut geht. Und wenn du auch gar kein Problem damit hast, dass deine Terrassendiele ein Kunststoff ist, dann ist die Corex ummantelte WPC-Diele perfekt für dich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch unsere Produkte so ein bisschen näher bringen, dass du jetzt besser Bescheid weißt, was für dich das Richtige ist. Wenn da immer noch irgendwo Zweifel sind oder Gedanken sind oder du nicht richtig weiter weißt, ruf uns einfach an, nimm unseren WhatsApp-Service und schreib uns. Stell uns deine Fragen, wir helfen dir da gerne weiter. Bestell Muster, denk dran, schön Muster bei uns bestellen, sind kostenlos, bis zu 5 Stück. Einfach mal zu dir nach Hause, bisschen austesten, in die Sonne legen, unter Wasser setzen, was auch immer. Und dann viel Spaß mit deiner neuen Terrasse. Tschüss.